Hallo und herzlich willkommen bei der Historischen Bergungsgesellschaft. Nach einem Jahr sind wir zurück im Habachtal, wo sich zwischenzeitlich so einiges verändert hat. Falls ihr das letzte Video von uns aus dem Habachtal gesehen habt, dann werdet ihr euch vielleicht erinnern, dass wir damals an unserem letzten Tag bei der Smaragdsuche völlig durchnässt wurden vom einsetzenden Regen und die Suche vorsichtshalber abgebrochen haben. Rückblickend hat sich unsere Entscheidung als absolut richtig erwiesen, denn am 5. August 2022 ging eine erneute Steinlawine ab und rutschte die Leckbachrinne hinunter ins Tal. Dass eine solche Situation schnell lebensgefährlich werden kann, das brauche ich niemandem zu erklären. Und man sollte der Sicherheit natürlich immer Vorrang geben, auch wenn es sehr verführerisch ist, weiter nach dem Smaragd zu suchen. Wir sind wirklich froh, dass wir diese Entscheidung sehr instinktiv getroffen haben, denn rückblickend war sie absolut richtig. Das Gelände ist inzwischen wieder freigegeben, jedoch mit einigen Einschränkungen, muss man sagen. Sobald Regen einsetzt, sollte man sicherheitshalber die Leckbachrinne verlassen, da es nicht garantiert werden kann, dass keine erneute Mure abgeht. Das heißt, man muss ein bisschen auf die Sicherheit achten, da es nicht ganz so unbeschwert ist wie im letzten Jahr. Die neue Mure hat den Gasthof Alpenrose nur um Haaresbreite verfehlt, glücklicherweise muss man sagen. Das Positive daran ist, sie hat tonnenweise frisches Gestein mit ins Tal gebracht und natürlich bedeutet frisches Material auch vielleicht wieder Aussichten auf gute Smaragdfunde. Was sich alles verändert hat und ob wir gute Smaragdfunde machen können, das zeigen wir euch jetzt. Los geht's!
Durch den Murenabgang im letzten Jahr sieht man tatsächlich deutliche Veränderungen im Gelände. Es türmen sich überall große Steine und durch den Murenabgang hat sich auch der Verlauf der Leckbachrinne etwas verschoben. Das heißt, die Bedingungen hier sind komplett anders als im letzten Jahr. Da wir schon vermutet hatten, dass sich hier einiges verändert haben wird, hatten wir versucht, uns möglichst an die neuen Gegebenheiten anzupassen und überlegt, wie wir unsere Ausrüstung entsprechend sinnvoll ergänzen können. Hinzugekommen ist diesmal eine kleine Spitzhacke, die sich aufgrund ihrer Größe relativ leicht am Rucksack verschnallen lässt. Der Transport dieses ergänzenden Werkzeugs ist somit kein Problem. Damit stellt es keinen großen Umstand dar, sie ebenfalls noch mitzuführen. Und wir erhoffen uns durch sie einen sehr großen Mehrgewinn, weil es nun möglich ist, viel besser das Geröll beiseite zu räumen, um möglichst an den Kies zu kommen, mit dem wir unseren Eimer füllen werden. Die Spitzhacke sollte unsere Arbeit wesentlich effektiver machen, deshalb lasst sie uns gleich mal zum Einsatz bringen. So, unser erster Eimer ist randvoll, dann wollen wir mal anfangen mit dem Waschen. Zwei sehr kleine Pyritwürfelchen, eigentlich genauso wie letztes Jahr, aber noch kein Smaragd. Na, wir werden sehen. Ja, wie ihr sehen könnt, macht es der Berg uns nicht leicht, an seine Schätze zu kommen, denn nach einem mehr oder weniger erfolglosen Tag 1 haben wir heute einen ziemlich zugezogenen, wolkigen und auch regnerischen Tag 2. Es hat schon die ganze Nacht geregnet und mindestens bis heute Mittag sind noch Regenschauer angesagt. Und das heißt natürlich, dass wir, solange es regnet, nicht in der Leckbachrinne schürfen können. Es ist also gar nicht so leicht, die idealen Bedingungen zu finden, um schürfen zu gehen. Und dass wir letztes Jahr so viele Tage am Stück hatten, ist eigentlich nur ein absoluter Zufall. Wir haben hier mit unseren Gastgebern gesprochen und sie haben uns erzählt, dass es in diesem Jahr erst 4 Tage gab, an denen voller Sonnenschein herrschte. Und ansonsten gab es immer Regenschauer, Gewitter und andere
Ereignisse, die dann eben halt die Möglichkeiten hier eingeschränkt haben. Das heißt, man ist hier auch sehr von den Witterungsbedingungen abhängig. Aber wir bleiben weiter guter Hoffnung, dass es heute Mittag besser wird und dass wir dann zum Schürfen aufbrechen können. Bis später! Pyritfunde haben wir heute wieder eine ganze Menge dabei und dieser Stein ist nochmal eine kleine Besonderheit, denn wenn ihr einmal genau hinseht, dann hat er jede Menge Pyrit-Einschlüsse. Das heißt, hier haben wir einen sehr schönen Stein, der eine Pyritstufe darstellt. Endlich, endlich, endlich! Nach 1,5 Tagen Schufterei sehen wir es hier grün in unserem Probenfläschchen und wir haben den ersten Smaragd. Das hat vielleicht gedauert diesmal, meine Güte, aber es ist ja schon mal ein kleiner Achtungserfolg und damit hat sich die Arbeit gelohnt und die Motivation ist jetzt natürlich auch wieder umso größer. Ich weiß nicht, ob man es vorhin auf der Aufnahme direkt am Wasser erkennen konnte, aber ich hatte die Befürchtung, dass er nachher ins Wasser rutscht und deshalb habe ich ihn direkt schnell eingepackt. Den werden wir euch natürlich später noch ganz genau zeigen. Aber ist das schön. So, also wir sehen, es sind Smaragde da, auch wenn sie sich vielleicht im Moment noch ein bisschen zieren. Aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit und sind weiterhin ganz optimistisch. Also, weiter geht's. Das ist wirklich unglaublich. Das ist immer noch dasselbe Material wie vorhin, als wir den ersten Smaragd gefunden haben. Und hier ist noch ein Splitterchen mit einem ganz kleinen zweiten. Den habe ich nur wegen dem schwarzen Hintergrund gesehen. Nach getaner Arbeit an Tag Nummer 2 möchte ich euch jetzt gern einmal ein bisschen die Arbeitsstelle zeigen, weil die noch einige Besonderheiten hat. Zunächst einmal seht ihr hier das Loch, das wir heute im Laufe des Tages ausgehoben haben. So viel war notwendig, damit wir die beiden kleinen Smaragde finden konnten. Und wenn ich jetzt mit der Kamera rüberschwenke, dann sieht man hier den Liegeplatz der Waschbretter. Und heute Morgen war auf dieser Seite noch unruhiges Wasser, das wir mit dem Kies, den wir ausgesiebt haben, nach und nach angeschüttet haben. Und ihr erkennt auch noch ganz deutlich die Form der Waschbretter. Das hat sich also sehr bewährt, weil wir dann natürlich immer im Trockenen gearbeitet haben und hier auf dieser Seite einen Platz hatten, wo wir stehen und knien konnten. Das hat die Arbeit sehr erleichtert. Damit haben wir Tag Nummer 2 beendet und zwar erfolgreich diesmal und wir sind schon sehr gespannt, wie es an Tag Nummer 3 weitergeht. Ihr dürft gespannt sein, wir sind es nämlich auch. Bis morgen! Tag Nummer 3 im Habachtal hat inzwischen angefangen und wie ihr seht, sind wir an unseren alten Schürfplatz von gestern zurückgekommen, um zu gucken, ob vielleicht in der Tiefe mehr Smaragde zu finden sind als an der Oberfläche. Deshalb machen wir genau da weiter, wo wir gestern aufgehört haben und hoffentlich haben wir Glück. Also,
lasst uns anfangen. Es hat sich auf jeden Fall gelohnt, hier an der Stelle zu bleiben, denn schaut mal hier, da haben wir eine Bergkristallspitze. Ein neuer toller Fund für heute, der erste und auch gleich etwas ganz Besonderes. Seht ihr das, was ich sehe? Es ist sehr schön grün und sitzt auf diesem Stein. Der erste Smaragd des dritten Tages. Ganz hervorragend, es ist nämlich noch ziemlich früh. Das heißt, jetzt ist die Hoffnung groß, dass noch mehr kommt. Es sind ungefähr 2,5 Stunden seit unserem letzten Fund vergangen. Und ganz urplötzlich blitzte es grün und das war auch gar nicht zu übersehen. So deutlich funkelt Smaragd Nummer 2 für den heutigen Tag. Und man sieht auch schon, er hat eine ordentliche Größe, ist ziemlich grün und natürlich ein toller Fund, über den wir uns riesig freuen. Das heißt, unsere Stelle hier, die bewährt sich tatsächlich. Schnell einpacken, bevor er uns verloren geht. So, er gesellt sich zu der Smaragdstufe dazu. Zack, da ist er drin. Und ganz schnell sicher verstauen, damit er auch gut mit nach Hause kommt. Das ist echt unglaublich. Ich habe gerade Nummer 2 eingepackt und jetzt ist schon Nummer 3. Also der Eimer, den ich hier gerade auswasche, der hat es wirklich in sich. Ich glaube, da brauche ich gar nichts mehr zu sagen. Der ist noch grüner und noch größer und noch schöner und noch besser und mehr Worte fallen mir jetzt gar nicht ein für Smaragd Nummer 3, der hier einfach so liegen geblieben ist und eine unglaubliche Farbe hat, die sich sofort von dem Untergrund absetzt. Ich finde keine Worte mehr. Es ist irre, total irre. Schaut es euch an. Wahnsinn. Am Ende von Tag Nummer 3 sieht man, dass unsere Fördergrube um einiges tiefer geworden ist und wir eine Menge Aushub entnommen haben, den wir durchgewaschen haben. Und das hat dann schließlich zu dem Erfolg geführt, den ihr vorhin sehen konntet. Damit haben wir Tag Nummer 3 sehr erfolgreich abgeschlossen
und liegen im Durchschnitt jetzt wieder genau da, wo wir letztes Jahr auch gelegen haben. Und das, obwohl wir an Tag Nummer 1 gar nichts gefunden haben. Nach dem Abschluss unserer Suche kommt jetzt natürlich die Fundauswertung, bei der wir euch noch einmal zeigen werden, was wir alles gefunden haben und bei der wir euch natürlich ganz viel Spaß wünschen. Ein Aufenthalt im Habachtal ist allein schon wegen der idyllischen Natur immer ein faszinierendes Erlebnis. Da wir den direkten Vergleich zum Vorjahr hatten, war es diesmal jedoch noch mit zusätzlicher Spannung verbunden, die Veränderung durch den neuen Murenabgang zu beobachten. Der erste Tag, der diente daher auch der Orientierung, bevor das eigentliche Schürfen dann richtig beginnen konnte. Kleine Pyritwürfel zählten auch schon im Jahr zuvor, als wir im Material der alten Mure geschürft haben, zu häufigeren Funden. Wenn man jedoch hier einmal betrachtet, wie viele wir diesmal gefunden haben, kann man festhalten, dass sie diesmal gehäuft und immer wieder auftraten. Insgesamt haben wir dadurch gleich am ersten Tag fast mehr Pyritwürfel gefunden als bei dem gesamten Aufenthalt im Jahr zuvor. Und das war ja nur der erste von mehreren Tagen. Ein Smaragd war zu diesem Zeitpunkt noch nicht dabei, aber der Mineralienreichtum des Habachtals zeigte sich an dieser Stelle doch recht deutlich, da auch noch einige weitere Fundstücke hinzukamen. Sowohl einige Rauchquarzstückchen als auch einige Bergkristallstückchen ließen sich an diesem ersten Tag finden. Ebenso wie noch einige weitere Quarzstückchen. Angesichts der vielfältigen und nunmehr belegten Mineralien blieb nun allerdings die Frage offen, wie es um Chancen steht, Smaragde finden zu können. Eine Antwort, ob die neue Mure nun frisches, smaragdhaltiges Gestein mit ins Tal gebracht hatte, erhielten wir an diesem Tag noch nicht. Dazu sollte es dann erst am zweiten Schürftag kommen. Der zweite Schürftag setzte sich zu Beginn genauso fort wie der erste, denn wir sehen, es gab wieder jede Menge Pyritfunde, tatsächlich sogar noch viel mehr als am Tag davor. Und mit dabei war auch ein Pyritwürfelchen, was komplett und perfekt in seiner Würfelform ist. Natürlich ist das schön und erfreulich, aber zu einem Smaragdfund kam es dann zunächst auch wieder eine ganze Weile nicht. Jedoch dann lag nach einigen Stunden Arbeit dann doch der erste Smaragd auf dem Smaragdwaschbrett. Er ist nicht unbedingt von besonderer Größe, aber ein Fund ist ein Fund und natürlich war dieser Moment für uns von ganz besonderer Freude, weil wir gesehen haben, es funktioniert ja doch, wie wir es uns erhofft hatten. Dann lasst uns einmal schauen, was denn unser Smaragd auf die Waage bringt. (0,25 Karat) zeigt die Feinwaage an. Das ist ähnlich und vergleichbar, wie wir es bereits aus dem Vorjahr kannten, vom Gewicht in Karat. Nachdem wir unseren ersten Smaragdfund vor Ort intensiv betrachtet hatten, kam es noch zu einem zweiten Fund, denn ein weiterer kleiner Smaragd versteckte sich im ausgewaschenen Sediment. Er ist eigentlich nur ein Splitterchen, aber auch natürlich wieder ein Beleg für das Smaragdvorkommen. Und wir hatten es vorher schon einmal ausgemessen. Er bringt nur 0,03 Karat auf die Waage, weil es sich, wie gesagt, nur um ein kleines Splitterchen handelt. Jedoch war es mit den Mineralienfunden an diesem Tag noch nicht vorbei, denn ihr hattet ja gesehen, dass auch noch einige andere Dinge bei unserem Waschvorgang aufgetaucht sind. Zu nennen sind hierbei größere Fundstücke, die wir hier sehen, nämlich
die verschiedenen Pyritstufen, das heißt Muttergestein, in dem Pyritwürfel eingewachsen sind. Davon hatten wir 2 schöne Exemplare an diesem Tag ebenfalls noch mit dabei, wie ihr es ja wahrscheinlich schon im Video gesehen habt. Ich habe kaum Platz, diese Funde alle noch hier in der Übersicht unterzubringen, wie man sieht, aber sie gehört natürlich zu den tollen Funden dieses Tages ebenfalls noch mit dazu. Außerdem gesellte sich noch ein weiteres Mineral hinzu. Als wir gerade dabei waren, unsere Ausrüstung an diesem Tag Nummer 2 einzupacken, da fiel uns auf, dass noch ein weiteres Mineral neben dem Smaragd-Waschbrett lag. Es handelt sich um dieses interessante Gestein, bei dem wir hier Mineralien in einer Art Nadelform sehen. Relativ wahrscheinlich handelt es sich hierbei um das Mineral Hornblende und damit hatten wir nochmal ein zusätzliches Mineral, das im Habachtal vorkommen kann. Ihr seht, der Platz wird langsam knapp, all diese interessanten Mineralien unterzubringen, aber natürlich möchte ich euch das hier nicht an dieser Stelle vorenthalten. Wir sehen also, der Mineralienreichtum des Habachtales ist faszinierend und es gibt immer wieder etwas Neues zu entdecken. Und das macht natürlich jeden Tag zu einem einzigartigen Erlebnis. Der letzte Tag, den wir an dieser Stelle verbrachten, war unser Tag Nummer 3. Und auch dieser Tag sollte wieder einige interessante Überraschungen für uns bereithalten. Der erste Fund an Tag Nummer 3 war die faszinierende Bergkristallspitze, die ich euch schon vor Ort kurz gezeigt hatte. Tatsächlich hatte ich mit so einem Fundstück in dem Moment gar nicht gerechnet. Das war tatsächlich eine tolle Überraschung und damit war sie einer der größten und schönsten Fundstücke, die wir an diesem Schürfplatz gemacht haben. Als nächstes Fundstück kam dann der erste Smaragdfund des Tages hinzu, bei dem es sich um diese schöne Smaragdstufe handelt. Demgegenüber sehen wir hier auch nochmal eine kleinere Ausführung der Pyritstufe, wie wir sie am Tag zuvor ebenfalls finden konnten. Und damit haben wir jetzt sowohl an diesem Tag eine Smaragd- als auch eine wunderschöne Pyritstufe gefunden. Das Besondere an diesem Fundstück ist, dass der Smaragd hier noch in seinem Muttergestein verwachsen ist. Das heißt, er ist noch genau in dem Zustand, wie er irgendwann einmal entstanden ist. Das heißt, wir sehen hier, wie er ursprünglich in das umgebende Gestein eingewachsen war. Und damit ist dieser Fund natürlich ein ganz besonderer Smaragdfund. Im Fall der Mini-Pyritstufe verhält es sich ähnlich. Ihre Besonderheit liegt nicht in einer beeindruckenden Größe, sondern vielmehr im genauen Gegenteil. Trotz ihrer geringen Abmessungen weist sie gleich mehrere eingeschlossene Pyritwürfelchen auf und eignet sich geradezu ideal für ein späteres Arrangement in einem Schaukästchen. Dasselbe gilt natürlich auch für die Smaragdstufe. Die Fundstücke unseres dritten Tages werden damit ideal sein, um einen Einblick in die Mineralienwelt des Habachtals zu präsentieren. Dafür sorgten dann auch weitere Funde, die an diesem Tag noch hinzukamen. Der erste Smaragdfund von Tag Nummer 3, der schaffte es auf ein schon sehr beachtliches Gewicht von 0,35 Karat. Direkt danach folgte der weitaus größere Fund von 0,60 Karat und der letzte Smaragd an diesem Tag, der hatte es wirklich in sich mit 0,70 Karat, war er der größte, den wir bislang überhaupt im Habachtal finden konnten. Und da eine Nahaufnahme noch einige Details mehr zeigen kann, sehen wir die 3 Smaragde, die wir zuletzt gefunden haben, nun auch noch einmal aus dieser Perspektive und können sie uns nun so noch einmal etwas genauer ansehen. Den kleinsten Smaragd, den wir an diesem Tag gefunden haben, den überspringen wir und kommen direkt zu dem Smaragd mit der Fundnummer 13, der schon durch sein intensives, schönes Grün auffällt, das
ein wenig schwierig war hier darzustellen, aber ich denke, man kann es doch einigermaßen gut erkennen. Neben dem Gewicht von 0,60 Karat weist er zudem eine Seitenlänge von einem halben Zentimeter auf und ist damit natürlich ein Smaragdfund, der schon um einiges größer ist als die Smaragdfunde am Tag zuvor. In der Breite schafft er es auf gute 0,35 mm und auch das ist natürlich schon eine schöne Größe. Die Darstellung in so einer extremen Nahaufnahme, wie wir sie hier gerade sehen, ist natürlich immer ganz besonders schwer und ich hoffe, sie ist trotzdem dafür geeignet, ein paar Details und vor allen Dingen die besonders schöne grüne Farbe dieses Exemplares darzustellen. Der Smaragdfund mit der Nummer 14 war der letzte Fund dieses Tages und wir sehen, er zeichnet sich durch ein deutlich dunkleres Grün aus als die Nummer 13, die ich vergleichsweise einmal daneben legen kann. Von der Größe her sieht man direkt, dass er dann doch noch ein wenig größer ist in seinen Abmessungen. Die beiden letzten Smaragdfunde sind damit äußerst beeindruckend und sehr, sehr erfreulich für uns gewesen. Natürlich sind alle Funde immer sehr erfreulich, egal was so kommt. Die letzten beiden Smaragde empfinden wir als sehr beeindruckend und wir sind natürlich froh, dass wir so viel Glück hatten, sie finden zu dürfen. Rechnet man das Gewicht aller Smaragde zusammen, die wir in diesem ersten Abschnitt unseres Aufenthalts gefunden haben, so haben wir insgesamt Smaragde mit einem Gesamtgewicht von 1,93 Karat gefunden. Sämtliche Fundstücke und einen Überblick über das, was wir in den ersten 3 Tagen bei unserem diesjährigen Aufenthalt im Habachtal gefunden haben, zeigen wir euch jetzt in der sich anschließenden Fundschau. Nachdem wir uns jetzt die Funde noch einmal genau angesehen haben, wollen wir am Ende dieses Videos noch einmal auf die Frage vom Anfang zurückkommen. Und zwar haben wir ein besonderes Augenmerk darauf gelegt, welche Veränderungen es hier gegeben hat. Zum einen, das ist natürlich logisch, muss man sagen, liegen rund um die Alpenrose viel mehr lose Steine rum, die natürlich durch die neue Mure von 2022 zu begründen sind. Zweitens, die Leckbachrinne an sich hat sich ziemlich verändert. Sie sieht überhaupt nicht mehr so aus wie noch im letzten Jahr. Auch das ist natürlich den ganzen Gesteinsmassen geschuldet, die abgegangen sind. Und drittens kommt jetzt natürlich die Frage, die für die meisten Zuschauer am interessantesten sein wird, wie es nämlich mit den Fundaussichten aussieht. Am ersten Tag hatten wir noch gedacht, dass es vielleicht nicht mehr ganz so gut sein könnte, aber das hat sich dann zerschlagen, als wir bereits am zweiten Tag schon Smaragde gefunden haben. Und den Rest habt ihr gesehen. Grandios ging es weiter. Und dazu brauchen wir gar nichts mehr zu sagen. Die Fundaussichten sind also entweder drittens genauso gut geblieben oder sie sind vielleicht sogar noch besser geworden. Das können wir auf jeden Fall so festhalten. Bei unserer Ausrüstung gab es auch noch eine große Veränderung, die wichtig war. Und zwar in Form der Spitzhacke, die wir diesmal eingepackt hatten. Die hat sich als absolut wertvoll erwiesen. Wir hatten letztes Jahr einen Hammer mit dabei, den haben wir zwar diesmal auch mitgenommen, aber in der Unterkunft gelassen, direkt nach dem ersten Tag, weil die Spitzhacke einfach nur noch zum Einsatz gekommen ist. Sie ist super praktisch und sie ist auch nicht wesentlich schwerer als der Hammer, hat sich deshalb absolut bewährt und sieht auch
sehr stylisch an unserem Rucksack aus. Das war die Veränderung, die es also noch bei der Ausrüstung gegeben hat. Wir sind damit am Ende dieses Videos angekommen und wir hoffen, dass euch unser Habachtal-Aufenthalt wieder gefallen hat und wir euch interessante Einblicke und Informationen geben konnten. Es würde uns deshalb natürlich riesig freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid und wir freuen uns, euch dann wieder begrüßen zu dürfen und bis dahin sagen wir Tschüss und bis bald.